View-Only-Links sind URLs, die von Ares-Nutzern erstellt werden, um eine Zeichnung online zu teilen. Sie können von Nicht-Ares-Anwendern verwendet werden, um eine bestimmte Zeichnung kostenlos anzusehen und zu kommentieren. Sie sind sehr einfach zu verwenden. Sie müssen nur auf den Link klicken und die Zeichnung wird in Ihrem Internetbrowser geöffnet. Wir empfehlen dafür idealerweise ein Gerät mit geeigneter Bildschirmgröße zu verwenden. Wichtig zu erwähnen ist das Live-Update, wenn die Datei bearbeitet wurde. Sie können sicher sein, dass Sie immer die neueste Version der Datei sehen. So ist der Link die einzige und zuverlässige Informationsquelle für das Projekt. Wenn Sie diesen Link öffnen, sehen Sie in der oberen rechten Ecke die Möglichkeit, sich anzumelden. Eine Anmeldung ist nur erforderlich, um Kommentare zu geben. Wir werden später darauf zurückkommen. In der linken Werkzeugpalette finden Sie die Werkzeuge für die Ansichtssteuerung und zum Messen. Auf der rechten Seite finden Sie die Layer-Palette. Hier können Sie prüfen, ob alle Layer sichtbar sind. Und Sie können Layer ausblenden, um nur die anzuzeigen, die Sie benötigen. Am unteren Rand des Bildschirms finden Sie die Registerkarten zur Anzeige des Modellbereichs und der verschiedenen Layouts, die für diese Zeichnung erstellt wurden. Die Layouts sind das Äquivalent zu ausgedrucktem Papier. Bei der Erstellung eines View-Only-Links kann der Ares-Anwender entscheiden, ob er das Drucken einer PDF-Datei erlauben möchte. Wenn dieses Symbol ausgegraut ist, bedeutet dies, dass es für die Zeichnung deaktiviert ist. Andernfalls können Sie diese Funktion verwenden, um die Zeichnung in eine PDF-Datei zu drucken. Lassen Sie uns nun die Werkzeuge in der Werkzeugpalette näher betrachten. Um eine 3D-Zeichnung aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, finden Sie hier verschiedene Standardansichten. Sie können jederzeit zur Draufsicht zurückkehren. Alternativ können Sie auch die Orbit-Werkzeuge für freies Drehen im Raum verwenden. Um in die Zeichnung zu zoomen oder zu schwenken, wird normalerweise das Mausrad verwendet. Sollten Sie keine Maus verwenden, können Sie stattdessen diese Funktion in der Werkzeugleiste nutzen. Konzentrieren wir uns nun auf die Abfragewerkzeuge. Mit dem Werkzeug Abstand können Sie den Abstand zwischen zwei Punkten messen. Wenn Sie über Zeichnungselemente fahren, werden Ihnen Fangpunkte hervorgehoben, die Sie wählen können. Die gemessenen Werte werden anschließend in einem Fenster angezeigt. Das Werkzeug Bereich nach Punkt ermöglicht es Ihnen, eine Fläche durch Klicken der umgrenzenden Punkte zu ermitteln. Haben Sie alle Punkte gewählt, drücken Sie die Enter-Taste, um das Ergebnis anzuzeigen. Mit dem Werkzeug Koordinaten können Sie einen Punkt auswählen und dessen Koordinaten anzeigen lassen. Um die Eigenschaften von Zeichnungselementen anzeigen zu lassen, verwenden Sie das Werkzeug Eigenschaften abrufen. In der Eigenschaftenpalette können Sie nun die Eigenschaften ablesen. Lassen Sie uns nun zur Anmeldung zurückkehren. Das Kommentieren einer Zeichnung ist ebenfalls kostenlos, aber Sie müssen sich zuerst authentifizieren, damit die anderen Nutzer wissen, von wem der Kommentar stammt. Dafür sind Sie eingeladen, ein Crabat-Konto zu erstellen, falls Sie noch keines haben. Es ist kostenfrei. Sie geben hier einfach alle Daten und ein Passwort an, mit denen Sie sich anmelden möchten. Nach dem Erstellen eines Kontos profitieren Sie zusätzlich von einer 30-Tage-Testversion für Ares Trinity. Nachdem Sie sich angemeldet haben, erscheint Ihr Name oben rechts und ein neues Symbol für die Kommentare in der Titelleiste. Klicken Sie auf dieses Icon, um eine Kommentarpalette an der rechten Seite zu öffnen. Je nachdem, welche Rechte Sie für diese Datei besitzen, sehen Sie hier entweder nur Ihre eigenen Kommentare oder die Diskussionen aller Teammitglieder. Um alle Kommentare zu sehen, müssen Sie über Bearbeitungsrechte für die Zeichnung verfügen. Dies ist der Fall bei dem Benutzer Paul Bond, der eingeladen ist, die Arbeit des Konstruktionsteams zu verfolgen, obwohl er keine bezahlte Lizenz hat und die Zeichnung nur ansehen und kommentieren kann. Wir wollen nun unseren ersten Kommentar hinzufügen. Wir können damit beginnen, einige Zeichnungselemente hinzuzufügen, um hervorzuheben, worüber wir diskutieren möchten.
Am einfachsten ist es, das mit einem Auswahlfenster über 2 Klickpunkte zu tun und dann mit Enter zu bestätigen. Nun geben wir einen kurzen Titel ein und beschreiben das Problem, bevor wir auf Speichern klicken. Wir sehen, dass unser Kommentar erstellt wurde und können die Lupe verwenden, um auf die zugehörigen Elemente zu zoomen. Als zweites stehen uns Markierungsfunktionen zur Verfügung. Markierungen ermöglichen Ihnen, die Zeichnung mit Bildern, Sprachnachrichten oder Stempeln zu kommentieren. Mit der Funktion Bildaufnahme können Sie ein oder mehrere Bilder einfügen. Mit der Sprachaufnahme können Sie ganz einfach Ihre Stimme aufzeichnen, was normalerweise schneller geht als das Eintippen eines Textes. Bitte klärt demnächst die Variante des Bodenbelages ab. Danke. Und schließlich können Sie die Zeichnung mit vordefinierten Stempeln kommentieren oder auch Ihre eigenen erstellen. Wie Sie gesehen haben, ist es mit diesen Markups sehr einfach, Feedback direkt im Kontext der Zeichnung zu geben. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Zeichnung durch die Markierungen nicht verändert wird. Sie können Ihr Feedback geben, ohne Bedenken haben zu müssen, etwas falsch zu machen. Durch das Live-Update ist es einfach für Sie, die Fortschritte des Projektes zu verfolgen und die Möglichkeit zu kommentieren und Markierungen anzubringen. Verbessert die Zusammenarbeit im Team wesentlich. Wenn Sie Kommentare und Markierungen erstellen, werden andere ARES-Benutzer dieses sofort sehen, wenn Sie an der Zeichnung arbeiten. Darüber hinaus können Sie auch E-Mail-Benachrichtigungen wie diese erhalten, um schneller auf Ihr Feedback reagieren zu können. View-Only-Links wie dieser können in Ares Kudo, unserer Cloud-Version, erstellt werden, aber auch in Ares Commander auf Desktop-Computern und Ares Touch auf mobilen Geräten. Wenn Sie selbst versuchen möchten, solche Links zu erstellen, brauchen Sie nur ein Gräbert-Konto anlegen und können damit 30 Tage lang Ares Kudo und auch Ares Commander kostenlos testen. Besuchen Sie www.gräbert.com, um mehr über die Ares Trinity CAD Software zu erfahren.